In diesem Video setzen wir uns Deadlines. Und zwar schauen wir uns an, was wir für jedes Kapitel benötigen, wie viel Zeit wir realistisch dafür benötigen und tragen das ein. Nämlich, hier kommt es wieder, ein Ziel ohne Deadline ist nicht mehr als ein Wunsch. Und deswegen wollen wir das jetzt festhalten, wie wir das anstellen. Ja, wir switchen jetzt wieder rüber zum Computer und dann tragen wir das direkt in unseren Lehrplan ein. Okay, jetzt am Rechner ist unser Lehrplan. Wir hatten den ja gestern angefangen. Du hast hoffentlich deinen direkt ausgefüllt, mit allen Arten der Aufnahme und des Materials, was du alles benötigst. Und wir hatten den ja schon eingeteilt. Also hier steht schon mal Einleitung, dann steht hier Farben. Und wie du jetzt sehen kannst, ist zum Beispiel die Einleitung besteht aus 2, 3, 4, 5 Videos, während die Farben ja auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Videos haben. Jetzt ist es unrealistisch, wenn du den ganzen Tag arbeiten gehst, dass du dich abends hinsetzt und noch 5 bis 7 Videos aufnimmst. Deswegen sollten wir immer eine realistische Anzahl einplanen. Also sagen wir, man verwendet noch eine Stunde oder anderthalb oder vielleicht 2 abends für die Aufnahme seines Kurses oder vielleicht verwendest du das Wochenende und kannst dann mehr aufnehmen. Aber dafür setzen wir eine großzügige Deadline. Du willst sie ja auch erreichen können. Also wichtig ist immer, dass du ein bisschen Puffer lässt, dass du sagst, okay, 5, also eigentlich würde ich mal so sagen, pro Abend ein Video, das ist realistisch, soll ja auch ein gutes Video werden, deswegen nicht einfach so runter, Hauptsache fertig. Nein, das funktioniert meistens nicht und soll auch gar nicht so sein. Deswegen immer ein vernünftiges Video und gut durchdachtes Video ist 1000-mal mehr wert als 25, die du mal eben schnell runtergerattert hast. Also deswegen bitte an dieser Stelle dir überlegen, wie viel Zeit brauchst du. Sagen wir pro Abend ein Video, das heißt, in einer Woche schaffst du 5 Videos. Das Wochenende zähle ich nicht mit, nehme das aber als Puffer. Das heißt, für 5 Videos brauchst du 7 Tage. Sagen wir mal, du fängst mit der Einleitung am 1.1. an. Ich mache jetzt hier, schreibe ich mal rein, Deadline und sage jetzt hier, okay, 1.1. Ich habe nur das Datum gewählt, weil es einfacher zu rechnen ist. Also, was auch immer. Du kannst natürlich auch am 14.8. anfangen, das ist völlig egal. Also, dann wäre dann der 1.1. wäre das erste Video, 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6, 7, wie wir gesagt haben. Dann wäre der 8.1., würde dann das zweite Kapitel anfangen. Ja, und so zählst du das weiter runter. Das heißt, ich habe für 5 Videos eine Deadline von 7 Tagen. Das kann man gut schaffen. Wie gesagt, im Notfall kannst du dich aufs Wochenende ausweichen, weil das Leben passiert. Es kommt was dazwischen und man muss sich um was anderes kümmern. Und dann ist man irgendwie demotiviert und macht es nicht mehr. Also du musst natürlich immer schauen, was passt für dich. Wenn du abends natürlich immer, ich sag mal, am Montagabend zu einem Englischkurs muss oder was auch immer, dann wird es natürlich schwierig, am Montagabend Video aufzunehmen. Deswegen musst du natürlich dein persönliches Umfeld immer mit einbinden oder überlegen, was du wann machen kannst. 5 Wochen jetzt nicht zum Englischkurs zu gehen, ist vielleicht auch keine Lösung. Deswegen aus diesem Grund immer gucken, was du persönlich für Zeit dafür opfern kannst, also opfern, vielleicht das falsche Wort, erübrigen kannst, um dieses Ziel hinzubekommen, um diesen Kurs hinzubekommen. Ja? Und lass dir immer genügend Platz. 1, 2, vielleicht auch 3 Tage. Ist up to you, aber lass dir genügend Zeit. Und wichtiger noch, notier das. Notier immer die Deadline. Das ist so wichtig, Weil wenn du das nicht notierst, dann fliegt es so an dir vorbei. Dann hast du irgendwann keine Übersicht mehr. Du wolltest das mal machen. Ja, jetzt haben wir November, macht nichts. Im Dezember ist ein bisschen trubelig. Fangen wir im Januar an. Und wenn man das so macht, wird man irgendwie nie fertig. Deswegen bitte immer durchdenken, durchplanen und eine Deadline setzen. Ja, und wenn du das gemacht hast heute, dann sehen wir uns morgen im nächsten Video und dann bis dahin. Tschüss.